Deutsch lernen durch Hören. Parken auf Bewohnerparkplatz. »Komm schnell zu Kevin, die Party ist unglaublich«, schreit Lisa in das Telefon. Ich sitze im Auto und drehe die Lautstärke leiser. Ich höre laute Musik im Hintergrund und Menschen, die lachen. »Okay, ich komme«, sage ich und lege auf. Ich war schon lange nicht mehr auf einer Party. Eigentlich interessieren mich die anderen Leute dort nicht, aber Lisa ist dort. Lisa ist eine wundervolle Frau. Sie hat ein großes Herz und sie versteht mich. Ich glaube, ich bin in sie verliebt. Darum fahre ich zu Kevins Party. Nach einer halben Stunde bin ich in Kevins Siedlung. Er wohnt in einer Wohnung in einem Wohnblock am Rande der Siedlung. Parkplätze gibt es hier nur wenige. Ich parke direkt vor dem Eingangsbereich des Wohnblocks. Auf einem Schild steht »Nur für Bewohner«. Ich schaue auf die Uhr. Es ist bereits 23:45 Uhr und ich bleibe nur für eine Stunde. Dann fahre ich nach Hause. Darum ignoriere ich das Schild. Die Wohnung ist voller Menschen. Rote LEDs und laute Musik machen die Wohnung zu einem Club. Jeder trinkt, raucht und tanzt. Plötzlich sehe ich Lisa in der Ecke des Wohnzimmers. Sie küsst mich auf die Wange und gibt mir ein Glas Champagner. »Ich kann nicht trinken, ich fahre mit dem Auto«, sage ich. Lisa macht ein trauriges Gesicht. »Ach komm schon«, sagt sie. Sie überzeugt mich und ich nehme einen Schluck Champagner. Die Musik ist gut und ich tanze mit Lisa durch die Wohnung. Ich lerne auch Kevin kennen. Er ist DJ und ihm machen Partys sehr viel Spaß. Lisa gibt mir ein Glas mit Orangensaft und Wodka. Die Party gefällt mir und ich vergesse, wie spät es ist. Um 5:32 Uhr in der Früh bin ich schon sehr betrunken. Lisa und ich haben uns geküsst, aber sie fährt jetzt mit ihrer Freundin nach Hause. »Du kannst auf meiner Couch schlafen«, sagt Kevin zu mir. Dieses Angebot nehme ich an. Am nächsten Tag wache ich um 15:27 Uhr auf. Jemand klopft an die Haustür. Neben mir liegen 2 andere Menschen, aber sie wachen nicht auf. Ich stehe auf und öffne die Tür. Ein alter Mann steht vor mir und ist wütend. »Stehst du auf meinem Parkplatz?«, sagt er. Ich habe völlig vergessen, dass ich auf einem Bewohnerparkplatz stehe und entschuldige mich bei dem Mann. Was für eine Nacht! Die Musik ist zu laut. Es ist Sommer. Clara hat endlich Feierabend. Bei dem schönen Wetter fährt sie mit dem Fahrrad nach Hause. Sie freut sich schon den ganzen Tag darauf, auf ihrem Balkon zu sitzen. Sie möchte ein Eis essen. Am liebsten isst Clara Erdbeereis. Sobald sie zu Hause ist, zieht sie sich etwas Bequemeres an. Dann holt sie sich ein Eis am Stiel aus ihrem Kühlschrank. Lecker, denkt Clara. Sie setzt sich an den Tisch auf ihrem Balkon. Kaum hat sie es sich gemütlich gemacht, als sie die laute Musik gehört hat. Clara ist genervt. »Ich möchte doch nur einen ruhigen Abend«, sagt sie zu sich selbst. Clara steht auf und guckt nach unten. Auf der Wiese hinter dem Haus sitzen ihre Nachbarn. Sie haben eine Decke auf den Rasen gelegt und einen Bluetooth-Lautsprecher neben die Decke gestellt. Clara ruft ihren Nachbarn zu: »Hallo, könnt ihr bitte die Musik leiser machen?« Aber ihre Nachbarn hören sie nicht. Die Musik ist einfach viel zu laut. Leider sieht auch keiner von ihnen in Claras Richtung. Da hilft es auch nicht, dass Clara ihnen zuwinkt. Genervt leckt sie an ihrem Eis.
Dann ruft sie noch einmal ihre Nachbarn. Sie hören Clara immer noch nicht. Also bleibt ihr nichts anderes übrig, als nach unten zu gehen. Kaum kommt Clara aus dem Haus, winken ihr die Nachbarn freundlich zu. Sie machen die Musik leiser, damit sie mit Clara reden können. »Hallo Clara, möchtest du dich zu uns setzen? Ich habe vorhin Kuchen gebacken. Möchtest du ein Stück?« »Hallo«, sagt Clara, »ich möchte euch eigentlich nur bitten, die Musik leiser zu machen.« »Oh, das tut uns leid, wir wollten dich nicht stören. Möchtest du ein Stück Kuchen als Entschuldigung?« fragt ihre Nachbarin. Clara hält ihr Eis am Stiel hoch. »Danke, ich habe schon mein Eis, aber ich setze mich gern ein paar Minuten zu euch. Hier unten im Schatten ist es angenehmer als auf meinem Balkon.« Clara unterhält sich den ganzen Abend mit ihren Nachbarn. Das ist noch viel besser, als allein auf dem Balkon zu sitzen. Tauchen im Walchensee. »Schau, dieser See ist so schön«, sagt Melissa. Sie gibt ihrem Freund ihr Smartphone. Phil sieht auf dem Bildschirm ein Foto von einem dunkelblauen See in den Bergen. »Das ist der Walchensee in Bayern. Er ist mitten in den Bergen und ich möchte hinfahren«, sagt Melissa aufgeregt. Ihr Freund geht gerne wandern und ist sofort überzeugt. Nach einer Stunde Autofahrt erreichen die beiden den See. Sie parken in der Nähe eines Gasthauses. Sie haben beide einen Rucksack mit. Darin sind Sonnencreme, Wasserflaschen, Snack, Handtücher und Unterwäsche. Melissa hat nämlich einen Plan. Sie wandern um den See. Die Berge sind hoch und die Wälder grün. Es ist friedlich hier. Man hört nur die Natur. »Da ist ein Fuchs«, sagt Phil leise. Melissa sieht das kleine braune Tier zwischen den Büschen. Der Fuchs merkt nicht, dass das Paar ihn beobachtet. »Das ist ein magischer Moment«, denkt Melissa und sieht, wie der Fuchs zwischen den Bäumen verschwindet. Nach einer Stunde machen die beiden eine Pause. Sie setzen sich auf einen Baumstamm und essen den Snack aus ihrem Rucksack. Phil hat leckere Wurstbrote mit Käse und Essiggurken gemacht, dann gehen sie weiter. Der Weg wird schmal. Phil geht hinter Melissa. Nach einer weiteren Stunde entdecken Phil und Melissa einen ruhigen kleinen Strand aus Stein. »Dieser Ort ist perfekt«, sagt Melissa und freut sich. Sie zieht sich aus und springt in das Wasser. Es ist sehr kalt und sie friert. Phil springt auch rein. Sie bleiben nur ein paar Minuten im See. Melissa gibt Phil ein Handtuch aus dem Rucksack. »Dieser See ist wunderschön, aber nicht sehr warm«, sagt Phil und lacht. Am Abend kommen sie erschöpft wieder beim Auto an. »Danke für diesen unglaublichen Tag«, sagt Melissa und küsst Phil. »Danke, dass du mir diesen See gezeigt hast«, sagt Phil und umarmt Melissa. Die beiden kommen erschöpft, aber glücklich nach Hause. Die Hosen voll Scheiße. Anita ist 3 Jahre alt. Vor kurzem ist ihr kleiner Bruder auf die Welt gekommen. Das findet sie sehr interessant. Das Baby kam einfach so aus Mamas Bauch. Jetzt liegt er auf dem Teppich und schreit. »Du warst bei deiner Geburt auch so klein«, sagt Mama. Das versteht Anita nicht. Der kleine Mensch kann nicht sprechen, nicht sitzen und nicht essen. Er trinkt Milch aus Mamas Busen. Das ist komisch, denkt Anita. Sie sieht zu, wie Mama den Kleinen füttert. Heute fahren sie zu Oma. Darauf freut sich Anita immer sehr.
Im Bus beobachtet sie die anderen Menschen. Waren sie alle früher so klein wie ihr neuer Bruder? Sie kann es sich nicht vorstellen. Das heißt auch, dass Mama früher ein Baby war und Mama war schon immer erwachsen. Nur das macht Sinn in Anitas Kopf. Eine alte Dame steigt ein und setzt sich neben den Kinderwagen. Sie schaut hinein. »Was für ein schönes Baby«, sagt sie und streichelt ihm über den Kopf. Mama lächelt. Plötzlich hört man einen lauten Pups und mehrere lustige Geräusche. Anita lacht. »Er hat die Hosen voll Scheiße«, schreit sie laut. Die alte Dame öffnet ihre Augen weit. Sie findet Anita unhöflich. Sowas sagt man in einem vollen Bus nicht. »Sch«, sagt Mama, aber Anita ist das egal. Sie singt, »Mein Bruder hat die Hosen voll Scheiße«. »Benimm dich«, sagt Mama und klopft auf Anitas Finger. Das kleine Mädchen singt ihr Lied und die alte Dame schaut aus dem Fenster. Schon bald erreichen sie die richtige Haltestelle und steigen aus. Anita winkt, aber die alte Dame ignoriert sie. Schlimmste Begegnungen in der Bahn. Jeden Morgen und jeden Abend fährt Melli mit der Bahn. Sie wohnt in einer kleinen Siedlung außerhalb der Stadt. Das Unternehmen, für das sie arbeitet, ist aber im Stadtzentrum. Darum fährt sie jeden Tag 2-mal mit dem Zug. Morgens ist der Zug voller Menschen. Viele von ihnen fahren zur Arbeit. Melli hört mit ihren Kopfhörern Musik und manchmal liest sie ein Buch. An manchen Tagen steht sie zu spät auf und hat keine Zeit für das Frühstück. Dann isst sie Obst auf dem Arbeitsweg. Es gibt auch Tage, an denen sie sich im Zug schminkt. Wenn sie in der Arbeit viel Stress hat, dann arbeitet sie in der Bahn. Oft schaut sie auch nur aus dem Fenster und genießt die Welt. Ab und zu spricht sie mit einer anderen Person im Zug und hat eine interessante Unterhaltung. Heute war ein anstrengender Arbeitstag für Melli. Sie hatte sehr viel Stress. Müde sitzt sie in der Bahn und schaut aus dem Fenster. Sie plant ihr Abendessen. Melli weiß, dass sie frische Tomaten im Kühlschrank hat. Vielleicht macht sie eine leckere Tomatensuppe mit Brot. Sie merkt nicht, dass sich eine ältere Dame neben sie setzt. Melli fühlt sich krank. Vielleicht war der Tag deswegen so anstrengend. Sie hustet. Plötzlich schreit die alte Dame. Melli ist erschrocken. Die Dame schreit, »Halten Sie sich beim Husten die Hand vor den Mund! Wegen Ihnen werde ich krank! Sie sind ein schlechter Mensch!« Melli weiß nicht, was sie sagen soll. Sie entschuldigt sich leise. Die Dame ist aber nicht zufrieden. Sie schreit Melli weiterhin an. Melli steht auf und sucht sich einen anderen Platz. Die Dame geht hinterher und schreit Melli an. Ihr geht es nicht gut und die Dame lässt sie nicht mehr in Ruhe. Zum Glück steigt Melli an der nächsten Haltestelle aus. Für sie ist das die schlimmste Begegnung in der Bahn. Im Casino in Las Vegas. Bunte Lichter strahlen mir ins Gesicht. Ich bin erst seit einer Stunde in Las Vegas und liebe es jetzt schon. Diese Reise haben wir uns verdient. Wir arbeiten jeden Tag von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends. Jetzt können wir endlich entspannen, sagt meine Freundin Ella. Sie hat recht. Ich gebe ihr einen Kuss auf die Stirn. Wir leiten gemeinsam ein großes Unternehmen, das wir beide gegründet haben. Das letzte Mal waren wir vor über 4 Jahren im Urlaub.
Unsere Assistentin hat uns ein wunderschönes, luxuriöses Hotelzimmer mitten in der Stadt gebucht. Es ist riesig und man hat eine unglaubliche Aussicht auf Las Vegas. Jetzt gehen wir langsam durch die Straßen der Stadt. Überall sieht man helle Schilder in bunten Farben, unzählige Restaurants und viele Casinos. Ich habe einen Anzug an und Ella trägt ein elegantes Kleid. Es glitzert so schön wie die Neonschilder. Wir haben $5.000 in bar in der Tasche. Heute Abend gehen wir in ein Casino namens The Bellagio. Der Rezeptionist im Hotel sagte, dieses Casino ist das berühmteste in der gesamten Stadt. An der Tür werden wir höflich begrüßt. Jemand gibt uns ein Glas Champagner und sofort höre ich die Jazzmusik im Hintergrund. »Wow«, sagt Ella, »das Casino ist wunderschön. In der Mitte steht ein kleiner Brunnen. Alles glitzert und die Menschen tragen elegante und teure Kleidung. Zuerst spielen Ella und ich Poker. Das ist mein Lieblingsspiel. Ich verliere $500 und Ella gewinnt $1.400. Wir spielen fast alle Spiele, die es gibt. Ella gewinnt immer und ich verliere. Nach mehreren Stunden sind wir müde. Am Ende des Tages haben wir wieder genau $5.000. Der Abend hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben leckere Cocktails getrunken, köstliche Speisen gegessen und viel gelacht. Im Hotelzimmer plane ich schon unsere nächste Reise nach Las Vegas. Wir leben nur einmal. Laos ist ein wundervolles Land. Die Leute sind freundlich, das Essen schmeckt lecker und die Landschaft ist atemberaubend schön. Jedes Jahr besuche ich dieses einzigartige Land und verbringe eine Woche dort. Normalerweise reise ich allein, aber heute fliegt meine Freundin mit. Sie war noch nie in dem asiatischen Land. Sie ist fasziniert. Gemeinsam fahren wir auf einem Moped durch die Reisfelder und fühlen uns frei. Am Straßenrand probieren wir frittierte Heuschrecken und reden mit den Einheimischen. Eine Frau erzählt uns von einem magischen Teich in der Nähe. Die Einheimischen glauben, dass er magische Kräfte hat und das Wasser Krankheiten heilen kann. Man erreicht ihn nur mit dem Boot, weil er von dichtem Wald umgeben ist. Das will ich sehen. Wir treffen uns mit einem Bauern aus der Umgebung. Er hat ein kleines Kanu und kennt den Weg zum Teich. Der Fluss ist breit und die Strömung ist stark. Es ist sehr gefährlich mit dem kleinen Boot. Die hohen Wellen spritzen uns Wasser in das Gesicht. Meine Freundin hat Angst. Ich halte ihre Hand. Nach einer aufregenden Fahrt erreichen wir den magischen Teich. Der Einheimische zeigt uns den Weg. Es ist wunderschön hier. Ich möchte mit meiner Hand das Wasser berühren, aber der Einheimische erlaubt es mir nicht. »Du musst hineinspringen, nur dann heilt dich das Wasser«, erklärt er und zeigt auf einen Felsen neben dem Teich. Wir klettern hoch. »Das ist aber hoch«, sagt meine Freundin und schaut auf das Wasser. Wir müssen circa 5 Meter hinunterspringen. Sie traut sich nicht. Wir leben nur einmal, sage ich und springe. Der Einheimische lacht. Jetzt ist meine Freundin dran. Sie schließt ihre Augen und schreit, »Ich lebe nur einmal!« Einen Moment später ist sie neben mir im Wasser. Der Teich hat ihre Angst geheilt. In diesem Moment hat sich meine Freundin auch in dieses wunderbare Land verliebt.
Ideen für Reisen. »Wer geht denn heutzutage noch in ein Reisebüro?« fragt Luise und lacht. »Meine Oma«, antwortet Marie. Daniela hebt schüchtern die Hand. »Ich buche meine Reisen in Reisebüros«, sagt sie leise. Die 3 Frauen sitzen in einem Restaurant und trinken leckere Cocktails. Das machen sie jeden Freitag, weil sie unter der Woche so viel Stress haben. Und die Wochenenden verbringen sie mit ihren Partnern und Kindern. Der Freitagabend ist für die Freundinnen reserviert. Luise hat die Idee, dass die 3 eine Reise machen. Darum besprechen sie jetzt die Details. Luise und Marie lachen. »Nein, Reisebüros sind so teuer. Ich buche meine Reisen lieber direkt im Internet. Das ist billiger«, erklärt Marie. Luise nickt. »Okay, wie ihr wollt, dann müsst ihr die Reise buchen. Ich kenne mich nicht aus«, sagt Daniela. »Okay, ich kann den Flug und das Hotel buchen«, sagt Luise. »Ich buche die Attraktionen, die Taxis und reserviere die Restaurants«, beschließt Marie. »Wo fliegen wir überhaupt hin?«, fragt Daniela. Die 3 Freundinnen überlegen. Plötzlich hat Daniela eine Idee. Nachdem sie die Rechnung bezahlt haben, gehen sie in einen Buchladen. Hier gibt es viele Bücher über andere Länder. Die 3 sehen sich verschiedene Reiseführer an, blättern durch Reiseberichte und bestaunen Reisefotos von exotischen Ländern. »Fahren wir nach Südamerika«, sagt Luise. »Nein, fliegen wir nach Japan«, sagt Marie. »Da fliegen doch alle hin. Machen wir eine Reise in die Antarktis«, sagt Daniela. Jeder hat einen anderen Wunsch. Wieder überlegen die Freundinnen. Da entdeckt Daniela einen Globus in der Ecke des Buchladens. »Ich habe eine Idee«, sagt sie. Marie dreht den Globus. Daniela schließt die Augen und Luise schreit, »Jetzt!« Danielas Finger landet auf einem gelben Fleck. Es ist Australien. Alle freuen sich. »Da wollte ich schon immer hin«, sagte Marie. Auch die anderen träumen von dem interessanten Kontinent mit den vielen giftigen Tieren. Noch am selben Abend ist die Reise nach Australien gebucht. Schönen Feierabend. Die Abteilung für die Buchhaltung im Unternehmen ist ein kleines Team mit 3 unterschiedlichen Menschen. Jeden Morgen treffen sie sich um 8 Uhr, arbeiten den ganzen Tag, essen gemeinsam zu Mittag und verabschieden sich um 17:30 Uhr wieder. Das ist immer gleich. Auch heute ist Kevin der Erste, der nach Hause geht. Er verlässt das Büro immer schon um 17:20 Uhr. »Schönen Feierabend«, sagt er zu den anderen. Er steigt in sein schnelles Sportauto und fährt 35 Minuten, bis er zu Hause angekommen ist. Seine Frau und seine Kinder warten schon auf ihn. Sie haben leckere Spaghetti mit Tomatensauce gekocht. Nach dem Abendessen trainiert er 1 Stunde lang und geht dann duschen. Er sieht sich selbst im Spiegel und sagt, »Kevin, du bist heute besonders attraktiv.« Dann liest er in seinem Buch. Es heißt, wie ich mein Selbstbewusstsein steigere. Vor dem Schlafengehen bereitet er sein Frühstück und die Kleidung für den morgigen Tag vor. Um 22:30 Uhr schläft er bereits tief und fest. Denise hört pünktlich um 17:35 Uhr mit der Arbeit auf. »Schönen Feierabend«, sagt sie zu den anderen und geht in den Keller der Firma. Dort parkt ihr Fahrrad, mit dem sie 10 Minuten lang durch die Stadt fährt. In ihrer kleinen Wohnung im Stadtzentrum warten eine Katze, 2 Papageien und eine Schildkröte auf sie. Denise füttert ihre Tiere und trifft sich dann mit ihrer Freundin. Die beiden malen wunderschöne Gemälde, die Denise im Internet verkauft.
Sie reden und trinken Wein. Um 22:30 Uhr geht Denise nach Hause. Sie geht aber nicht gleich ins Bett, sondern telefoniert mit ihrem festen Freund. Er wohnt in Kanada und die Zeitverschiebung ist eine große Herausforderung für ihre Beziehung. Nach einer Stunde am Telefon kocht sie Spaghetti mit Knoblauchsoße und schläft um 1 Uhr morgens auf der Couch vor dem Fernseher ein. Günther bleibt gerne länger in der Arbeit, er verlässt das Bürogebäude als letzter. Die Uhr zeigt 18:21 Uhr an. Günther arbeitet gerne langsam und sorgfältig und benötigt einfach mehr Zeit als die anderen. Mit dem Bus fährt er in ein kleines Dorf. Er ist bereits 46 Jahre alt, wohnt aber immer noch bei seiner Mutter. Das stört ihn allerdings nicht, weil die beiden sich gut verstehen. Seine Mutter hat köstliche Spaghetti mit Fleischbällchen gekocht. Um 20 Uhr geht er in sein Zimmer und liest. Das Buch heißt Buchhaltung 101, wie Sie ein besserer Buchhalter werden. Man ist nie zu alt, um etwas Neues zu lernen. Das ist Günthers Lebensmotto. Meist schläft er danach gleich ein. Morgen beginnt ein neuer Tag voll Zahlen, Kalkulationen und Rechnungen, aber danach verbringt jeder seinen Feierabend anders. Anja und Uwe haben einen Bausparvertrag. »Schatz, was ist das?« fragt Uwe und hält den Brief hoch. Er ist von der Bank. Darin ist ein Kontoauszug. Anja kommt näher und sieht sich den Brief an. »Das ist der Kontoauszug für unseren Bausparer«, antwortet sie. Uwe ist verwirrt. »Was ist denn ein Bausparer?«, fragt er, und Anja lacht. Sie denkt, er scherzt. An Uwes ernstem Gesicht erkennt sie, dass er nicht scherzt. »Weißt du nicht, was ein Bausparer ist?«, fragt sie ihn. Er schüttelt den Kopf. »Oh, ein Bausparer ist ähnlich wie ein Sparbuch. Es gibt aber bestimmte Regeln, die ein Sparbuch nicht hat. Es dauert zum Beispiel 6 Jahre lang. Am Anfang beschließt man, wie viel Geld man einzahlt. Ich zahle zum Beispiel jeden Monat 50 € ein. Wir bekommen für dieses Geld nicht nur von der Bank Zinsen, sondern auch vom Staat. Das heißt, wir bekommen viel mehr Zinsen als beim Sparbuch. Am Ende der 6 Jahre kann man einen neuen Bausparer beginnen. Man kann das Geld aber auch für den Bau eines Hauses oder den Kauf einer Wohnung nutzen. Meistens bekommt man dann günstigere Kredite von der Bank.« Anja holt Luft. Uwe denkt nach und fragt dann, »Soll ich auch einen Bausparer machen?«, fragt er. Anja nickt und antwortet, »Ja, jede Person kann jeweils einen eröffnen.« Das findet Uwe sehr interessant. »Wir können das Geld nutzen, um ein kleines Haus in der Natur zu kaufen«, sagt er. Anja lächelt. Die beiden träumen schon seit Jahren von einem eigenen Haus. Der Bausparer ist der erste Schritt. Du hattest mir so viel versprochen, meine Seele tief berührt. Und jetzt ist mein Herz gebrochen, wusste nicht, wie mir geschieht. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum, was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt,
hast du gesagt? Es ist aus und vorbei. Es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Kannst du mich nicht vergessen, so wie ich dich? Und kannst du nachts nicht schlafen ohne mich? Tut es dir leid und hast du nachgedacht, wie weh du mir getan hast? Dann nimm mich einfach in den Arm. Ich weiß, es ist noch Liebe da. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum? Was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei? Es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Warum, sag mir warum? Warum hast du gesagt? Hey, Urlauber! Jeden Morgen gehe ich denselben Weg. Ich verlasse das Haus um 7:45 Uhr, gehe am Museum vorbei und erreiche um 7:55 Uhr die Universität. Ich studiere Wirtschaft und liebe Routinen. Jeden Tag mache ich dasselbe. Das macht mich glücklich. Heute verlasse ich das Haus wieder zur selben Zeit wie immer. Doch etwas ist anders. Warum sind hier so viele Menschen? Ich gehe am Museum vorbei und sehe eine große Gruppe. Viele asiatische Menschen versammeln sich vor dem Gebäude. Eine Frau hat eine Fahne in der Hand, auf der Gruppenleiterin steht. Ich bin neugierig. Normalerweise kommen keine Touristen in meine kleine Stadt. Die Gruppenleiterin sagt auf Englisch: Das ist das Museum der Stadt. Es wurde 1856 erbaut. Der bekannte Autor Philippe Denis hat hier sein erstes Buch geschrieben. 1915, während dem Ersten Weltkrieg, hat das Museum gebrannt. Das Feuer hat viele Gemälde und Bücher zerstört. Philippe Denis hat über 2 Millionen Euro gespendet. Damit wurde das Museum neu aufgebaut. Das ist sehr interessant. Ich wusste nichts von der Geschichte des Museums. Die Gruppe geht weiter und ich gehe einfach mit. Es stört niemanden, dass ich den ganzen Vormittag dabei bin. Plötzlich ruft meine Freundin an. Sie sagt: Wo bist du denn? Der Unterricht hat bereits begonnen und du bist doch jeden Tag pünktlich. Geht es dir gut? Ich lache und erkläre ihr die Situation. Zu Mittag geht die Reisegruppe in ein Restaurant. Ich überlege, ob ich mitgehen soll. Noch gehe ich lieber nach Hause und lerne. Zu Hause öffne ich die Haustür und meine Mitbewohnerin schreit: Hey Urlauber, wie war deine Reise? Morgen werde ich wieder meinen Routinen folgen. Aber heute war ein aufregender und interessanter Tag. Ich war Urlauber in meiner eigenen Stadt. Green Card Lotterie. Marie reist gerne in die USA. Nordamerika findet sie wunderschön. Am besten gefallen ihr die Nationalparks im Norden des Landes, die Großstädte und die Strände an der Westküste. Erst letzte Woche war sie in den Vereinigten Staaten. Mit ihrem Freund hat sie ein kleines Wohnmobil gemietet und ist damit durch Arizona, ein Bundesstaat in den USA, gefahren. Hier hat sie sich in das Land verliebt.
Als das Wohnmobil ein Problem hatte, mussten die beiden in einem kleinen Dorf parken. Hier gab es nur 3 Bauernhöfe und einen kleinen Hofladen. Ein Bauer hat ihnen geholfen und ihnen seinen Bauernhof gezeigt. Er hatte kilometerlange Felder, hunderte Kühe und einen treuen Hund. »Ich will auch so ein Leben«, sagt Marie. Ihr Freund ist begeistert. Sie beschließen, einen Bauernhof in Arizona zu kaufen. Leider braucht man dafür ein Visum. In ihrem Fall brauchen sie eine Green Card. Das ist ein Visum, das für immer gültig ist. Damit können sie den Rest ihres Lebens in Arizona bleiben. »Das schaffen wir schon«, sagt Maries Freund. Nach mehreren Stunden im Internet haben sie viele Informationen zu der Green Card gesammelt. Es ist kompliziert, diese zu bekommen. Die beiden sind verzweifelt. »Jetzt habe ich keine Hoffnung mehr«, sagt Marie traurig, aber ihr Freund ist hoffnungsvoll. »Natürlich schaffen wir das. Es ist komplizierter, als wir dachten. Wir haben trotzdem eine Chance«, sagt er. Gemeinsam füllen sie die Formulare aus, telefonieren mit den richtigen Personen und suchen die passenden Dokumente aus ihren Ordnern. »Das ist wie Lotto spielen«, sagt Marie und sieht, wie ihr Freund auf den Button »Senden« drückt. Jetzt müssen sie geduldig sein und auf eine Antwort warten. Wird sich ihr Traum erfüllen? Samantha aus Kamerun. »Das ist Samantha«, sagt der Direktor der Schule. Die ganze Klasse schaut aufgeregt nach vorne. Ein Mädchen mit dunkler Haut steht neben ihm. Schüchtern blickt sie auf den Boden. Die Lehrerin bedankt sich beim Direktor und zeigt Samantha ihren Sitzplatz. »Neben mir ist ein Platz frei, weil ich keine Freunde habe und niemand mich mag.« »Hallo«, sage ich zu Samantha, aber sie lächelt nur. Die Lehrerin erklärt, Samantha kommt aus Kamerun. Das ist ein wunderschönes Land in Afrika. Erst letzte Woche ist Samantha nach Deutschland gekommen. Lisa sitzt vor mir und schaut das neue Mädchen an. »Du solltest neben mir sitzen und nicht neben diesem Loser«, sagt sie, aber Samantha lächelt nur. Das tut weh. Lisa beleidigt mich immer. Die Lehrerin redet weiter und sagt, Samantha wurde von den Goldbergers adoptiert. Sie spricht nur wenig Deutsch und lernt die Sprache in einem Kurs nach der Schule. Jetzt verstehe ich, warum sie immer nur lächelt. Auf Englisch erklärt die Lehrerin dem Mädchen, was wir gerade machen. Wir lernen gerade, wie das Klima in Australien aussieht und welche Tiere es dort gibt. Ich liebe Geografie. Plötzlich redet Samantha. Auf Englisch erklärt sie, dass ihre Großmutter aus Australien kommt. Sie reiste durch Kamerun und verliebte sich dort in ihren Großvater. Dann zog sie auch in das afrikanische Land. Ihre Großmutter erzählte ihr Geschichten von Australien und den giftigen Tieren, die dort leben. Fasziniert hört die gesamte Klasse zu. In der Pause sagt Lisa zu Samantha auf Englisch, »Schade, dass du nicht neben mir sitzt. Wir könnten Freundinnen sein. Leider musst du neben diesem Verlierer sitzen.« Lisa sieht mich mit einem arroganten Blick an. Samantha sieht mich auch an und sagt zu Lisa, »Diese Person hat ein gutes Herz. Du bist eine arrogante Schlange. Ich bin froh, dass ich nicht neben dir sitzen muss.« Alle haben es gehört und Lisa schämt sich. Ich lächle Samantha an. »Danke«, sage ich leise. Sie lächelt zurück. Jetzt bin ich nicht mehr allein.
Eine unbefristete Stelle in Vollzeit. Harald hat immer Pech. Nichts in seinem Leben funktioniert. Letztes Jahr hat er eine neue Arbeitsstelle begonnen. Er arbeitet als Helfer auf Baustellen. Meistens trägt er schwere Steine, schaufelt Erde oder kehrt den Boden. Er ist ein kleiner Mann und die Arbeiter auf der Baustelle ärgern ihn deswegen. »Es tut mir leid, Harald, wir müssen deinen Arbeitsvertrag beenden«, sagt sein Chef zu ihm. Sein Vertrag war befristet. Sein Chef hat ihn nicht verlängert. Die Menschen sehen, dass er kleiner ist als andere und glauben, seine Arbeit ist nicht gut. In Wahrheit hat ihm einfach noch nie jemand eine Chance gegeben. Er weiß, dass er gute Arbeit leisten kann. Traurig geht er nach Hause. Mittlerweile wohnt er wieder bei seinen Eltern, weil er die Miete nicht bezahlen kann. Eines Tages geht Harald spazieren. In seinem kleinen Dorf ist es ruhig. Harald denkt nach. Er muss eine Lösung für sein Problem finden. Wie kann er Geld verdienen? Wie kann er sich beweisen und zeigen, was er kann? Rechts neben der Straße ist die Tischlerei. Neugierig sieht Harald zu, wie ein Mann das Holz schneidet. Der Mann sieht Harald und winkt ihm zu. Harald geht zu ihm. »Das sieht lustig aus«, sagt er. Der Tischler legt das Holz auf eine Maschine und schneidet es. »Das wird ein Hocker«, sagt er stolz. Harald ist fasziniert. »Darf ich helfen?«, fragt er. Der Mann lacht, aber Harald meint es ernst. Den ganzen Nachmittag lang hilft Harald dem Tischler und am Ende des Tages haben sie einen einzigartigen Tisch und 4 Hocker gebaut. Harald hatte sehr viel Spaß dabei. »Suchst du zufällig eine neue Arbeit?«, fragt der Tischler heiter. Haralds Augen strahlen. »Ja«, antwortet er schnell. Er hat endlich eine unbefristete Vollzeitstelle gefunden, die ihm Spaß macht. Der Tischler gibt ihm eine Chance, sich zu beweisen. Jetzt hat Harald auch mal Glück. Die Zusammenarbeit. Ich freue mich schon lange auf diesen Tag. Es ist mein erster Arbeitstag in der Firma Birnenmüller. Es war schon immer mein Traum, hier zu arbeiten. Letzte Woche habe ich einen Anruf von Herrn Birnenmüller selbst bekommen. Er hat meinen Lebenslauf gelesen und möchte, dass ich ein Praktikum mache. »Guten Morgen«, sage ich zur Frau an der Rezeption. Sie erklärt mir, dass Frau Huber mich abholen wird. Ich setze mich auf die kleine Couch neben der Rezeption. Frau Huber ist eine große Frau mit kurzen braunen Haaren, einer langen Nase und einer blauen Brille. Sie trägt einen langen Rock, der fast ihre Schuhe bedeckt. Sie führt mich zu meinem Tisch. Darauf steht ein Computer. Ein bisschen genervt sagt Frau Huber, das ist dein Platz. Sie legt einen Stapel Papier auf den Tisch vor mir. Sortiere diese Dokumente nach Datum, dann kannst du die Daten in den Computer eingeben. Ich bin enttäuscht. Ich dachte, ich wäre Herr Birnenmüllers Assistent. Jetzt muss ich allein irgendwelche Dokumente bearbeiten. Ich schaue mir die Blätter an. Es sind Lieferscheine. Wie langweilig. Ich tippe die ersten Zahlen in den Computer, als Herr Birnenmüller zu mir kommt. »Guten Tag, willkommen im Team«, sagt er. Ich grüße ihn höflich. Plötzlich klingelt sein Telefon. »Hallo?« »Ja.« »Nein, die Website soll heute schon funktionieren.« »Was?« »Okay, ich komme.« Er entschuldigt sich bei mir. »Ich muss gehen. Es gibt Probleme bei der Programmierung unserer Website. Das kostet uns Tausende an Euro.« Schüchtern erkläre ich, dass ich gut programmieren kann. Ich biete Herrn Birnenmüller an, mir das Problem anzusehen. Er ist überrascht. Gemeinsam gehen wir in eine andere Abteilung.
Schnell habe ich das Problem gelöst. In Wahrheit war es ganz einfach. Herr Birnenmüller klopft mir auf die Schulter. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Reden wir nochmal über Ihr Gehalt, sagt er. Ich bin stolz auf mich selbst. Gastarbeiter in Deutschland. Zeynep liebt Dortmund. Es ist ihre Lieblingsstadt in Deutschland. Ihr Chef schickt sie immer als Gastarbeiterin nach Dortmund. Sie ist eine erfahrene Elektrikerin und Programmiererin und hilft deutschen Unternehmen bei komplizierten Projekten. Seit über 20 Jahren arbeitet sie in der Industrie. Am meisten gefällt es ihr, wenn sie die Projekte leiten darf. Ihr Fachwissen und ihre harte Arbeit sind viel wert. Sie verdient auch sehr gut. Doch Zeynep macht die Arbeit nicht wegen des Geldes oder den Reisen. Elektronik und Technik sind ihre Leidenschaft. Schon als kleines Kind hat sie mit Strom gespielt, während alle anderen Kinder draußen waren. Früher haben die anderen über sie gelacht, aber heute lacht niemand mehr. Heute will jeder ihre Hilfe. Diese Projekte dauern oft mehrere Monate lang. In dieser Zeit schläft Zeynep immer in einem wunderschönen Hotel im Stadtzentrum. Abends nach der Arbeit geht sie gerne in der Innenstadt spazieren. Fußball ist ein wichtiger Teil von Dortmund. Das sieht man an jeder Ecke. Regelmäßig laufen Menschen an ihr vorbei, die ein T-Shirt mit dem Logo ihres Lieblingsfußballteams tragen. Normalerweise entspannt sich Zeynep, wenn sie spazieren geht. Heute aber kann sie sich nicht entspannen. Das Projekt, an dem sie arbeitet, ist sehr interessant und kompliziert. Gemeinsam mit einem kleinen Team von Softwareentwicklern arbeitet sie an einer neuen Technologie, die die Welt verändern wird. Sie entwickeln eine Brille, die echte Realität mit virtueller Realität verbindet. Das nennt man AR, Augmented Reality. Das ist Englisch und bedeutet erweiterte Realität. Die ganze Sache ist sehr kompliziert und streng geheim. Darum liebt Zeynep ihren Job. Sie arbeitet immer an interessanten Projekten, kann wunderschöne Städte wie Dortmund besuchen und nach der Arbeit wieder zu ihrer Familie in die Türkei fliegen. Sie lebt in 2 verschiedenen Welten und genießt es sehr. Einer Gewerkschaft beitreten. »Guten Morgen«, sagt eine Frau hinter mir. Ich sitze auf einem kleinen Sofa im Wartebereich. Nervös stehe ich auf. Meine Hände schwitzen ein wenig. »Grüß Gott«, antworte ich. Wir schütteln Hände. Hoffentlich bemerkt sie den Schweiß auf meinen Handflächen nicht. »Mein Name ist Birgit Baumer, ich zeige Ihnen das Unternehmen. Wir freuen uns sehr, dass Sie jetzt bei uns arbeiten«, sagt die Frau. Gemeinsam gehen wir durch das Büro. Sie erklärt mir, welche Abteilungen es gibt. »Hier drüben sitzen die Mitarbeiter vom Verkauf«, sagt sie und zeigt auf eine kleine Gruppe Menschen. Jeder schaut konzentriert auf seinen Computer und niemand bemerkt mich oder Frau Baumer. Wir gehen weiter. Das Büro gefällt mir sehr. Es ist offen, hat große Fenster und einige Pflanzen. Jeder hat einen großen Tisch und viel Platz. Nach einer halben Stunde habe ich alles gesehen. Frau Baumer bringt mich in einen kleinen Raum, in dem ein Herr sitzt. »Herr Huber, das ist unser neuer Mitarbeiter«, sagt sie zu ihm. Ich bedanke mich bei Frau Baumer für die Führung. Sie verlässt den Raum. Herr Huber gibt mir ein paar Dokumente. »Okay, wie gefällt es Ihnen bei uns?«, fragt er. Ich erkläre ihm, dass mir das Büro sehr gefällt. Er lacht und sagt, das freut mich. Bald lernen Sie das Team kennen. Es sind sehr nette Leute.
Herr Huber erklärt mir die Informationen auf den Dokumenten. Es sind mein Arbeitsvertrag, Verhaltensregeln und ein Antrag für die Gewerkschaft. Das letzte Dokument verstehe ich nicht. »Wieso soll ich einer Gewerkschaft beitreten?« frage ich. Herr Huber erklärt geduldig, eine Gewerkschaft ist eine Vertretung. Sie vertritt Ihre Interessen als Arbeitnehmer. Sie können die Gewerkschaft jederzeit kontaktieren, wenn Sie ein Problem haben oder ungerecht behandelt werden. Sie hilft Ihnen bei Problemen, die Sie mit dem Arbeitgeber haben. Gewerkschaften verhandeln außerdem den Mindestlohn in ihrer Branche und auch für die Arbeitsbedingungen können sie verantwortlich sein. Möchten Sie beitreten? Gerne trete ich der Gewerkschaft bei. Eine kluge Entscheidung, sagt Herr Huber und zeigt mir meinen Platz. Ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel in meinem Leben. Ausbildung als Bürokauffrau. Kathi ist 15 Jahre alt und hasst die Schule. Sie möchte Geld verdienen und sich ein eigenes Moped kaufen. Sie möchte selbstständig sein und nicht immer ihre Eltern fragen müssen, wenn sie Geld braucht. In der Schule lernt man nur Blödsinn. Ich möchte in die echte Welt hinaus, sagt sie oft. Ihre Mutter hilft ihr bei der Jobsuche. Kathi möchte eine Lehre zur Bürokauffrau machen. Fleißig schreibt sie mehrere Bewerbungsschreiben, macht ein professionelles Foto von ihrem Gesicht und schreibt einen schönen Lebenslauf. Jetzt steht ihr nichts mehr im Weg. Per E-Mail schickt sie die Bewerbungsdokumente an 5 verschiedene Unternehmen. Ein paar Tage später erhält sie 3 E-Mails und 2 Anrufe. Alle 5 Unternehmen möchten ein Bewerbungsgespräch mit ihr machen. Darüber freuen sich Kathi und ihre Mutter sehr. Die harte Arbeit zahlt sich aus. Die erste Firma gefällt ihr sehr. Auch die zweite und dritte Firma bieten ihr eine wunderbare Ausbildung. In der 4. Firma arbeiten nur alte Menschen. Darum will Kathi dort nicht arbeiten. Die 5. Firma bietet ihr zu wenig Lohn. Jetzt muss sich Kathi zwischen 3 Unternehmen entscheiden. Sie vergleicht die Angebote. Wichtig ist, wie viel Geld sie bekommt, in welchem Team sie arbeitet und wie die Ausbildung aussieht. Die erste Firma bietet ihr 800 € netto pro Monat an. Das Team dort ist jung, was Kathi sehr gefällt. Auch die Ausbildung selbst klingt interessant. Es gibt ein spezielles Programm für Lehrlinge. Jeden Freitag fährt sie in die Stadt und hat dort Unterricht. Die Lehre dauert 3 Jahre lang. Danach verdient sie 1.900 € netto. Das Angebot gefällt Kathi und sie unterschreibt den Vertrag. »Meine kleine Kathi ist jetzt Bürokauffrau«, sagt ihre Mutter stolz. Nach ein paar Monaten hat Kathi genug Geld, um sich ein Moped zu kaufen. Harte Arbeit zahlt sich aus. Mieterverein. Melanie wohnt seit einem Monat in ihrer neuen Wohnung. Sie lebt jetzt in einem Wohnblock direkt neben einem Fluss. Jeden Morgen hört sie das Wasser und die Vögel auf den Bäumen vor dem Fenster. Das macht sie glücklich. Sie lebt in ihrer Traumwohnung. Heute bekommt sie ihre neue Couch. Der Lieferdienst hat das Möbelstück vor die Haustüre gestellt. Die Lieferanten helfen ihr nicht, das Sofa in die Wohnung zu tragen. Verzweifelt setzt sich Melanie auf die Couch. Wie bringt sie das Sofa allein in die Wohnung? Sie wohnt im 2. Stock und hat keinen Aufzug. Nach 10 Minuten hat sie eine Idee. Sie klopft an die Haustür ihres Nachbarn und fragt um Hilfe. »Gerne helfe ich dir. Mein Name ist Lukas«, sagt er. Melanie stellt sich vor.
Gemeinsam heben sie die schwere Couch und tragen sie in Melanies neue Wohnung. Die beiden sind erschöpft. Melanie sagt: »Danke für deine Hilfe, Lukas. Möchtest du eine Tasse Kaffee?« Lukas nickt. Sie reden über die neue Wohnung. Er macht ihr ein Kompliment, weil ihm die Bilder an der Wand gefallen. »Bist du schon Mitglied des Mietervereins?« fragt Lukas. Melanie schüttelt den Kopf. Sie weiß nicht, was ein Mieterverein ist. Lukas erklärt, wie wichtig der Verein ist. Er sagt, jedes Gebiet hat seinen eigenen Verein. Wenn man Mitglied ist, hat man viele Vorteile. Der Verein hilft dir, wenn du Probleme hast. Du bekommst kostenlose Beratung und er schützt dich vor unfairen Regeln. Manchmal wollen die Vermieter zu viel Geld für eine Wohnung. Dann hilft der Mieterverein. Melanie ist überzeugt. Gemeinsam mit Lukas füllt sie das Formular aus und wird Mitglied bei dem Mieterverein in ihrem Gebiet. Das Jugendgericht. Julias Kindheit war nicht leicht. Ihre Mutter nimmt viele Drogen und ist keine nette Frau. Jeden Tag schimpft sie das Mädchen und sagt, dass sie kein guter Mensch ist. Julia ist erst 14 Jahre alt und muss kochen, putzen und die Wäsche waschen. Ihre Mutter liegt den ganzen Tag vor dem Fernseher oder ist unterwegs. Letzte Woche war sie für 4 Tage verschwunden. Julia hatte kein Geld für Essen und musste Lebensmittel stehlen. Ihr Vater ist vor ein paar Jahren gestorben, weil er mit ein paar anderen Männern gekämpft hatte. Er ist mit Wunden am ganzen Körper in das Krankenhaus gekommen und gestorben, weil er innere Blutungen hatte. Julias Mutter sagt, dass ihr Vater ein Loser war. Jetzt ist Julia wieder allein zu Hause. »Ich komme gleich wieder«, hat ihre Mutter gesagt und ist verschwunden. Julia weiß, dass sie Drogen kauft. Ihr Magen knurrt. Im Kühlschrank stehen nur Bier und Ketchup. Wie immer geht sie in den Supermarkt, der nicht weit von ihrer Wohnung entfernt ist. Sie stiehlt ein paar Lebensmittel und läuft schnell wieder zurück nach Hause. Plötzlich klingelt es an der Tür. Julia sieht, dass die Polizei vor der Tür steht. »Wo sind deine Eltern?« fragt der Polizist. Julia bleibt stumm. Der Besitzer des Supermarkts beobachtet das Mädchen schon seit ein paar Wochen. Sie bezahlt nie für die Lebensmittel, die sie mitnimmt. Eine Woche später sitzt Julia vor dem Jugendgericht. Es gibt spezielle Gesetze für Jugendliche. Der Staat ist nicht so streng wie bei den Erwachsenen. Julias Mutter hat sie geschlagen, als sie davon erfahren hat. »Du bist so dumm«, sagte sie. Jetzt sitzt sie neben ihr im Gerichtssaal. »Warum stiehlst du die Lebensmittel?« fragt der Richter das Mädchen. Julia zögert. Ihre Mutter blickt sie wütend an. Das Mädchen weint. Sie erzählt die Wahrheit. Sie hatte Hunger, weil ihre Mutter Drogen gekauft hat und tagelang weg war. Der Richter versteht. Er sagt, dass Julia in ein Kinderheim kommt. Ihre Mutter ist voller Zorn und schreit den Richter an. Plötzlich kommt eine Frau in den Saal. Es ist Julias Tante. »Ich adoptiere das Mädchen«, sagt sie. Julia liebt ihre Tante. Sie ist erleichtert. Ist das die Chance auf ein neues Leben?